In diesem Video werden die Neuerungen der Version 5.1 von Track of the Day vorgestellt. Viel Spaß! Eine der wichtigsten Änderungen ist der Austausch des verwendeten Ceph-Browsers gegen den neuen Microsoft Edge WebView 2 Browser. In Verbindung mit allerlei technischen Tricks ist nun ein Login bei Google Maps möglich. Damit hat man jederzeit den vollen Zugriff auf alle gespeicherten Orte innerhalb des persönlichen Google-Profils. Der neue Browser ist zudem mit dem Microsoft Defender kompatibel, sodass Probleme mit Defender-Sicherheitseinstellungen der Vergangenheit angehören. Spezielle Einstellungen der Windows Firewall und so weiter sind nicht mehr notwendig. Die Integration von Google Street View erhält durch den neuen Browser einen großen Performance-Boost. Street View-Seiten werden nun blitzschnell geladen und die Navigation innerhalb von Google Street View ist nun genauso schnell wie in Microsoft Edge oder Google Chrome. Routen, die in Google Maps geplant wurden, können nun ganz einfach in Track of the Day übernommen werden. Dabei werden sowohl Wegpunkte mit Koordinaten als auch Klartextnamen akzeptiert und korrekt verarbeitet. Wer mit mehreren Monitoren arbeitet, kann das Datenbankfenster nun abdocken und auf einem zweiten oder vielleicht auch dritten oder gar vierten Monitor öffnen. Dieser neue Multi-Window-Support ist einer der großen Vorteile gegenüber webbasierten Planungssystemen. Nur mit Track of the Day kann man alle Ressourcen seines modernen Hochleistungs-PCs vollständig ausschöpfen. In der persönlichen Datenbank können Zehntausende Points of Interest verwaltet werden. Neben der Filterfunktion über den aktuellen Kartenausschnitt ist jetzt auch eine integrierte Volltextsuche möglich. Dazu setzt man Suchbegriffe in doppelte Anführungszeichen. Jetzt werden auch Treffer innerhalb von Namen, Typen, Kategorien usw. angezeigt. Verwendet man das Pipe-Symbol, also den senkrechten Strich, sind jetzt auch Oder-Verknüpfungen von Filterbegriffen möglich. So können ganz einfach POIs angezeigt werden, die als POI-Kategorie beispielsweise Pass oder Schlucht verwenden. Roadbooks im DocX-Format können schon seit Version 4 erstellt werden. Mit Version 5.1 können nun auch Tabellen im XSLX-Format generiert werden, die sich beispielsweise mit Microsoft Excel öffnen und weiterverarbeiten lassen. Dieser Excel-Export ist über die Funktion Teilen erreichbar. Die Daten der aktuellen Route werden dabei auf dem ersten Spreadsheet aufgelistet. Alle POIs werden auf einer separaten Seite tabellarisch dargestellt. Das ist ein Feature, über das sich nicht nur die Organisatoren von Rallyes und Gruppenreisen freuen werden. Über eine neue Option kann gesteuert werden, wie Wegpunkte verarbeitet werden, die in gemischten GPX-Dateien enthalten sind. Die entsprechenden Einstellungen findet man im Abschnitt Import-Export der Anwendungseinstellungen. Neu ist auch, dass sich die Prüfung auf doppelte POIs ein- und ausschalten lässt. Ohne die zeitaufwendige Dublettenprüfung wird der Import umfangreicher POI-Sammlungen stark beschleunigt. Der 3D-Terrain-Viewer wurde so erweitert, dass für das Ein- und Ausblenden einzelner Optionen die jeweilige Sicht nicht mehr neu geladen werden muss. So können jederzeit Gebäude, Lichteffekte und vieles mehr aktiviert oder deaktiviert werden. Durch die Integration des neuen WebView 2 Browsers wurde auch die Performance des 3D-Viewers stark verbessert und liegt nun mit der Darstellung von Google Earth gleich auf.
Über das Fullscreen-Icon am rechten unteren Bildschirmrand kann nun auch eine randlose Vollbilddarstellung des 3D-Viewers aktiviert werden. Auf vielfachen Wunsch wurde auch eine Shopping-Seite ergänzt. Über das Symbol mit dem Einkaufswagen erhält man nun jederzeit schnellen Zugang zu Lizenzen und Ergänzungspaketen von Track of the Day. Außerdem findet man hier Angebote zur Motorradliteratur, dem Kurskalender von Bear Enduro und Riders Project. Für die Integration weiterer Webshops in Track of the Day gibt es ein Partnerprogramm. Weitere Infos finden sich in der Videobeschreibung.